Hi, ich bin Michelle. Und ich bin Marie und wir zeigen euch heute Bananen-Pancakes, Homemade Granola und Scrambled Tofu. Für mich ist am Frühstück das Schönste, lange zusammenzusitzen und am liebsten samstags oder sonntags bei einem Frühstücksbrunch. Finde ich auch. Es gibt einfach nichts Schöneres als so ein gemütliches Frühstück. Das ist der perfekte Start in den Tag. Wir machen heute Bananen-Pancakes mit wirklich ganz wenigen Zutaten, die ihr bestimmt zu Hause habt. Dann legen wir jetzt los. Und hier ist es jetzt besonders wichtig, dass ihr die Banane richtig schön fein zermanscht, damit der Teig hinterher nicht klumpt. So, dann machen wir jetzt weiter mit der Hafermilch. Da gießen wir jetzt erstmal 100 Milliliter ein und rühren die aber noch nicht um. Dann mischen wir jetzt 100 Gramm Mehl mit ein bisschen Backpulver. Dann nehmen wir noch eine Prise Salz und optional Zimt. Hier macht es auch Sinn, das vorher schon zusammen zu vermengen, damit es im Teig hinterher schön gleichmäßig verteilt ist. Und das verrühren wir jetzt mit dem Schneebesen zu einem glatten Teig. Dann lassen wir das Ganze noch 5 Minuten ruhen, damit der Teig sich später gleichmäßig ausbacken lässt und eine gute Festigkeit bekommt. So, jetzt sind die 5 Minuten um. Der Teig ist schön angedickt und jetzt können wir mit einem Esslöffel die Pancakes in der Pfanne schön ausbacken. Achtet beim Wenden darauf, dass ihr die Pancakes nicht platt drückt, so bleiben sie nämlich schön fluffig. Oh, das riecht schon so lecker. Und das verfeinern wir jetzt noch mit Ahornsirup und Schokostreuseln und dann riecht es noch leckerer. Das ganze Rezept findest du in der Beschreibung. Die schmecken richtig schön nach Banane, wie so ein Banana Bread fast. Wir machen jetzt das Homemade Granola und da freue ich mich ganz besonders drauf. Also richtig selber gemacht habe ich es auch noch nicht, aber schon gegessen. Wir haben uns jetzt heute für die folgenden Zutaten entschieden. Man kann ja Granola eigentlich auch mit Hülsenfrüchten machen, dann ist das Ganze sogar noch ein bisschen proteinreicher. Deswegen habe ich mit meinem Startup ein fertiges Linsengranola entwickelt. Wenn du mehr Inspiration in deinem Alltag suchst, abonniere den Kanal. Haferflocken, gehobelte Mandeln, Salz und Zimt kippen wir jetzt alle hier rein in die Schüssel. Als nächstes brauchen wir jetzt Waage und Topf, um Kokosöl und Honig zu schmelzen. Wir brauchen 100 Gramm Kokosöl und 125 Gramm von dem veganen Honig. Und damit geht es jetzt an den Herd. Und dann können wir in der Zwischenzeit parallel den Ofen vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Stellt den Herd am besten auf niedrige Hitze, damit der Honig nicht anbrennt. Unsere Honig-Kokosöl-Mischung ist jetzt fertig. Das erkennt man daran, dass sich das Kokosöl komplett aufgelöst hat. Und jetzt können wir alles zusammenkippen. Jetzt verrühren wir alles, bis alles schön gleichmäßig verteilt ist. Und jetzt verteilen wir das alles auf einem mit Backpapier belegten Backblech. Jetzt kommt das Ganze für 10 Minuten in den Backofen, bis es dann mit dem Pfannenwender das erste Mal gewendet wird. Oh, das riecht schon so gut. Und das sieht so lecker aus. So, die 10 Minuten sind um. Dann können wir jetzt das Granola rausholen und einmal wenden. Jetzt kommt das Ganze nochmal für 6 bis 8 Minuten in den Ofen und die letzten 3-4 Minuten würde ich auf jeden Fall das Ganze auch gut beobachten, damit nichts verbrennt. Und wundert euch nicht, wenn das Granola noch nicht ganz knusprig ist, wenn es aus dem Ofen kommt. Das passiert dann, wenn es abkühlt. Richtig schön crunchy. Das restliche Granola haben wir jetzt übrigens hier in so ein luftdichtes Glas gepackt. Da hält es sich mindestens 2 Wochen, wenn es nicht schon vorher aufgegessen ist. Jetzt machen wir Scrambled Tofu. Das ist die vegane Alternative für Rührei. Dafür brauchen wir durch das Rauchsalz oder auch Kalamnak entsteht dieser eiige Geschmack, den er eben sonst das Rührei ausmacht. Da wir jetzt einen ganz frischen Tofu haben, pressen wir den Tofu jetzt in dem Küchentuch. Am besten kann man das aber tatsächlich auch über Nacht machen oder auch in einer Tofupresse. Und hier sollte man auch am besten darauf achten, die Tofu-Stückchen nicht zu klein zu machen, damit es auch wirklich richtig diese Ei-Optik erhält. Als nächstes schälen und schneiden wir die Zwiebel, um sie dann in der Pfanne glasig anzudünsten. Nachdem wir die Zwiebel jetzt 2 bis 3 Minuten glasig angedünstet haben, können wir die Tofu-Stückchen hinzutun. Das Ganze braten wir jetzt ungefähr 3 bis 5 Minuten an und dann kommen die Gewürze dazu.
Mit dem Salz warten wir noch ein kleines bisschen, weil dann bleibt der Eigeschmack am besten erhalten. Jetzt geben wir das Sojajoghurt hinzu, am besten 3 Esslöffel. Und jetzt kann auch das Salz dazu. Jetzt rühren wir das Ganze nochmal gut durch und dann kann es auch schon direkt auf den Teller. Es schmeckt richtig schön würzig, vor allem mit der Zwiebel. Und ich finde auch, durch das Rauchsalz hat das so einen richtig echten Eigengeschmack. Sollen wir erst nochmal einen kleinen Verdauungsspaziergang machen? Finde ich gut, das Wetter ist so schön. Gehen wir nochmal eine Runde raus. Mein Favorit war definitiv das Scrambled Tofu, aber ich bin auch mehr so die herzhafte und ich glaube, deswegen hat es mich heute am meisten überzeugt. Mein Favorit war tatsächlich wieder das Granola.